Heute sprechen wir über den Venta AH555 Original Connect Luftbefeuchter. 555 steht hier für das schwarze Modell. Falls ihr das Ganze in weiß nutzen möchtet, dann schaut mal nach den AH550. Das ist das Modell in weiß. Und so ein Luftbefeuchter ist eine clevere Investition, um die Luftqualität gerade jetzt in der Heizperiode zu verbessern. Wenn ihr euch das Produkt zulegt, dann dürft ihr im Lieferumfang einmal mit dem Gerät selbst rechnen und ihr habt noch ein Hygienemittel mitgeliefert. Das hilft euch beim Dauerbetrieb, indem es Kalkablagerung in der Wasserwanne vorbeugt und noch den Verdunstungsprozess effizienter gestaltet. Ihr habt damit nämlich eine 30% effektivere Verdunstung. Und des Weiteren habt ihr hier auch natürlich ein Netzteil, die Bedienungsanleitung und das wäre es dann auch. Die Erstbetriebsnahme ist super einfach. Ihr befüllt den Venta und den großen Wassertank mit Wasser. Den braucht ihr dann nicht so regelmäßig zu wechseln, dadurch, dass der Tank so groß ist. Und wenn das Wasser einmal drin ist, legt ihr die große Walze ein, legt den Deckel drauf und könnt dann auf der Oberseite das Display nutzen, um den Venta einzuschalten. Dieser Venta Luftbefeuchter lässt sich auch mit der Venta Home App steuern. Ihr könnt sie nutzen, um das Ganze ein- und auszuschalten. Es geht auch super einfach, es zu verbinden und ihr habt in der App die Möglichkeit, unterschiedliche Modi auszuwählen. In der App werdet ihr auch gewarnt, wenn ein Wassermangel im Tank erkannt wurde oder wenn die Luftfeuchtigkeit ein gewisses Level unterschritten hat. Die Benutzung des Displays am Gerät selbst ist aber auch super intuitiv und ihr habt hier die Möglichkeit, den Venta in unterschiedlichen Stufen hoch oder runter zu fahren, die Automatik einzuschalten oder den Venta einfach wieder auszuschalten. Venta ist dafür bekannt, Luftqualität in euren vier Wänden zu verbessern. Sie haben auch viele Geräte wie Luftwäscher und Luftreiniger, die euch dabei helfen, die Qualität zu Hause zu verbessern. Heute geht es um den Luftbefeuchter und der hilft euch dabei, die Luft in euren vier Wänden in einem Bereich von 40 bis 60% zu halten. Das ist nachweislich gut, denn eine optimale Luftfeuchtigkeit minimiert die Virenaktivität und auch so ist es ein angenehmeres Raumklima. Was zusätzlich noch für den Venta spricht, ist der extrem niedrige Stromverbrauch. Wir haben hier in den unterschiedlichen Stufen einen Stromverbrauch von 3, 5 oder 8 Watt und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Wenn ihr euch das mal mit einem Wasserkocher vergleicht, der da manchmal schon bis zu 2000 Watt haben kann, seid ihr da auf der sicheren Seite, gerade jetzt bei höheren Energiekosten, dass ihr da auch die Bank nicht sprengt. Ich habe hier das Gerät nie wirklich wahrgenommen. Es ist einfach im Hintergrund und sorgt für eine bessere Luftqualität. Ihr habt hier die Möglichkeit, bis zu 60 Quadratmetern, also die Luftqualität in diesem Bereich zu beeinflussen. Schlussendlich lässt sich sagen, dass so ein Luftbefeuchter eine clevere Sache ist, um eure Luftqualität in den vier Wänden zu verbessern. Ich atme einfach viel besser. Ihr habt auch bei einer trockenen Luft oft das Problem in den Heizperioden, dass sich die Luft elektrisch auch schneller auflädt. Gerade wenn man jetzt vielleicht wie ich so ein Polyester-Cardigan hat, dass der dann so ein paar kleinere Stromschläge erlaubt, wenn die Luft halt zu trocken ist. Und so hat man das auch verringert. Ich bin ganz zufrieden in meiner Testzeit hier gewesen und werde den Venta hier auch weiterhin benutzen, um nicht manuell ein Wasser an die Heizung zu legen, um die Luft feuchter zu machen. Jetzt kann ich einfach von unterwegs den Venta einschalten, wenn ich nach Hause komme und weiß, dass ich hier eine gute, atembare Luft habe. Vergesst das Lüften trotzdem nicht und ja, das soll es von mir gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm